Was hier passiert ist, das klären wir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um dieses Bauteil. Das ist ein Kondensator und wie der aufgebaut ist und funktioniert, das zeige ich euch heute. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement, mit dem man elektrische Ladung und damit elektrische Energie speichern kann. Die einfachste Form eines Kondensators ist ein Plattenkondensator, der aus zwei sich gegenüberstehenden, voneinander isolierten Metallplatten besteht, zwischen denen sich Luft als Dielektrikum befindet. Das Dielektrikum ist als Isolator zu verstehen. Wird jetzt an dem Kondensator eine Gleichspannung angelegt, dann entsteht zwischen den beiden metallischen Platten ein elektrisches Feld, in dem Feldenergie gespeichert wird. Eine Platte nimmt positive und die andere negative Ladungsträger auf, mit der gleichen Verteilung der Ladungsträger. Eingesetzt werden Kondensatoren zum Zwischenspeichern elektrischer Energie, zum Frequenzenfiltern und um Schwankungen von Gleichspannung auszugleichen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber Vorsicht mit Kondensatoren, diese können teilweise beträchtliche Ladungsmenge gespeichert haben. Berühre deshalb niemals die Anschlüsse eines Kondensators, wenn du nicht sicher bist, dass er sich nicht im aufgeladenen Zustand befindet. Die Kapazität C ist das Speichervermögen eines Kondensators und es gibt das Verhältnis aus maximal gespeicherter Ladung Q bei einer bestimmten Spannung U an. Die Kapazität von einem Kondensator wird durch seine bauliche Größe bestimmt. Sie ist abhängig davon, wie groß die Platten sind, welchen Abstand sie zueinander haben und welcher Stoff sich zwischen ihnen befindet. Die Kapazität von Kondensatoren ist eher klein und die Werte werden meistens in Mikro-, Nano- oder Picofarad angegeben. Hier möchte ich euch die 4 am häufigsten verwendeten Schaltzeichen von Kondensatoren vorstellen. Man unterscheidet Kondensatoren mit fester Kapazität und veränderbarer Kapazität wie den Drehkondensatoren und Trimmerkondensatoren. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, ob der Kondensator gepolt oder ungepolt ist. Zu den gepolten Kondensatoren gehören Elektrolytkondensatoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Doppelschichtkondensatoren, um nur ein paar zu nennen. Bei den ungepolten Kondensatoren haben wir Folienkondensatoren und Keramikkondensatoren, die am häufigsten eingesetzt werden. Ein Elektrolytkondensator, oft auch Elko genannt, hat meist eine hohe Kapazität von 1 Mikrofarad bis zu 10 Millifarad oder sogar noch mehr. Der Elektrolytkondensator gehört zur Gruppe der gepolten Kondensatoren, was bedeutet, dass der Kondensator ein Plus- und einen Minusanschluss hat und diese auf gar keinen Fall vertauscht werden dürfen. Zu erkennen ist der Minuspol am aufgedruckten Minuszeichen und bei den meisten Elkos ist der Pluspol mit einem längeren Anschlussdraht ausgeführt. Bei den Elektrolytkondensatoren ist wichtig zu wissen, dass die Kapazität im Laufe der Zeit beachtlich abnehmen kann. Sie sollten deshalb nur dort eingesetzt werden, wo die Abweichung des Kapazitätswerts für die Schaltung keine allzu große Rolle spielt. Wegen der großen Kapazität der Elkos werden sie gerne zur Stromspeicherung verwendet oder als Stützkondensator bei der Spannungsversorgung. Der Elko besteht aus 2 Aluminiumelektroden, von denen eine Elektrode künstlich oxidiert wird. Diese Oxidschicht bei der Anode wirkt als Dielektrikum vom Kondensator. Papierschichten oder isolierendes durchlässiges Gewebe trennt die Anodenfolie von der Kathodenfolie. Das Papier oder Gewebe ist in ein Elektrolyt getränkt und wird zusammengerollt in einem Aluminiumbecher untergebracht. Wer tiefer in die Heimautomation und Elektronik einsteigen möchte, den kann ich hier dieses zweiteilige Buchset mit über 700 Seiten Größe empfehlen.
Diese Bücher werden ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit diesem Kauf unterstützt ihr Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. And good news for all the English-speaking folks, this book is also available in English. Ein Keramikkondensator, der auch Kerko genannt wird, verwendet, wie der Name schon sagt, für das Dielektrikum Keramik. Darauf werden die Elektroden des Kondensators aufmetallisiert und die Anschlüsse darauf angebracht. Darüber kommt eine Schutzhülle aus Kunststoff. Keramikkondensatoren haben Kapazitäten von einigen Picofarad bis zu einigen Nanofarad und sie werden als Zwischenspeicher zum Abschneiden von Spannungsspitzen eingesetzt. Die Polarität spielt bei diesem Kondensatortyp keine Rolle. Sehen wir uns jetzt an, wie man Kondensatoren in der Praxis anwendet. Diese Schaltung zeigt einen AMS 1117 3,3 Volt Spannungsregler, der aus 12 Volt Eingangsspannung eine geregelte 3,3 Volt Ausgangsspannung erzeugt. Entscheidend für die Stabilität sind die 4 Kondensatoren, die zur Spannungsstabilisierung und Filterung eingesetzt werden. Auf der Eingangsseite vor dem Spannungsregler sehen wir den 100 Nanofarad Keramikkondensator C6. Dieser filtert hochfrequente Strömungen, zum Beispiel aus einem Schaltnetzteil, von der 12 Volt Spannungsversorgung. Der 10 Mikrofarad Elektrolytkondensator C5 glättet langsame Spannungseinbrüche und sorgt für eine stabile Eingangsspannung für den AMS 1117. Er buffert auch den Strombedarf bei Laständerungen. Gemeinsam sorgen C5 und C6 für eine saubere und gleichmäßige Versorgung vom Spannungsregler. Auf der Ausgangsseite finden wir noch einmal einen 10 Mikrofarad Elektrolytkondensator bei C3 und dieser buffert den Ausgangsstrom und hält die 3,3 Volt stabil bei Lastwechsel. Er verhindert auch Spannungseinbrüche, wenn zum Beispiel ein Microcontroller plötzlich viel Strom zieht. Der Keramikkondensator C7 mit 100 Nanofarad filtert Restwelligkeit und hochfrequente Strömungen direkt am Ausgang, ideal für digitale ICs oder Microcontroller, die empfindlich auf Störung reagieren. Und auch hier ergänzen sich Elektrolyt- und Keramikkondensatoren ideal. Diese Kombination der beiden Kondensatoren ist Best Practice, um sowohl niedrige Frequenzen als auch Hochfrequenzstörungen zu glätten. Kommen wir jetzt zur Auflösung, warum der Kondensator explodiert ist. Der Grund dafür ist, dass der Kondensator falsch gepolt angeschlossen wurde. Der Pluspol hängt am Minus und der Minus am Pluspol. Wenn ein Elektrolytkondensator falsch herum gepolt wird, fließt der Strom in die falsche Richtung durch seine polarisierten Schichten. Das führt dazu, dass die isolierte Oxidschicht im Inneren zerstört wird. Dadurch entsteht ein Kurzschluss im Kondensator und es beginnt sich Gas durch elektrochemische Reaktionen zu bilden. Der Druck im Gehäuse steigt rapide an, bis das Sicherheitsventil aufbricht oder der Kondensator regelrecht explodiert, was hier in diesem Video passiert ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt kostenlos den YouTube-Kanal abonnieren und die kleine Glocke aktivieren. Über ein Like freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Bei welchen Projekten setzt ihr Kondensatoren ein? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir bitte unten in die Videokommentare.